Also die Immuntherapie ist neben den bekannten Chemotherapien und Strahlentherapien eine weitere neue Therapieform, die sich allerdings entgegen der anderen beiden Verfahren nicht direkt auf den Krebs richtet, sondern indirekt über eine Aktivierung des körpereigenen Immunsystems wirkt. Normalerweise ist es so, dass die Tumorzelle in Kontakt mit der Abwehrzelle unseres Immunsystems kommt und dadurch eine Abschaltung des Immunsystems bewirkt, sodass unser Immunsystem keine Immunantwort gegen den Tumor bilden kann. Durch die Gabe der Immuntherapie bzw. der Checkpoint-Inhibitoren wird diese Interaktion zwischen der Tumorzelle und unseren Abwehrzellen unterbunden, sodass unser Immunsystem eine Immunantwort gegen den Tumor ausbilden kann. Aktuell laufen sehr viele wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Tumorerkrankungen in unterschiedlichen Tumorstadien, die diese Frage beantworten sollen, ob die Immuntherapie effektiver ist als beispielsweise eine Strahlen- oder Chemotherapie. Hier sind aber noch die Ergebnisse durchaus offen und in manchen Studien ist sogar die Chemo- und die Strahlentherapie noch effektiver als die Immuntherapie, sodass hier noch abgewartet werden muss, was die endgültigen Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Studien zeigen werden. Bisher wird die Immuntherapie insbesondere beim Hautkrebs eingesetzt, aber auch bei urologischen Tumoren wie dem Nierenzellkarzinom und auch bei Kopf-Hals-Tumoren und auch schon bei hämatologischen Tumoren wie dem Hodgkin-Lymphom und auch schon sehr breit beim Lungenkrebs. Eine Immuntherapie ist eine Therapie, die über das Portsystem appliziert wird oder über eine venöse Verweilkanüle, sodass es also eine Infusionstherapie ist, die typischerweise je nach Substanz, die verabreicht wird, zwischen 30 Minuten und 1,5 Stunden gegeben wird. Da nicht wie bei einer Chemotherapie unterstützende Medikamente vorher gegen beispielsweise Übelkeit appliziert werden müssen, beschränkt es sich also auf die reine Therapiezeit und es müssen keine entsprechenden Vorläufe an Medikamenten gegeben werden. Die Therapie wird je nach Substanz auch in einem Abstand von 2 oder 3 Wochen gegeben. Unter der Therapie, die man verabreicht, macht man in regelmäßigen Abständen, üblicherweise alle 2 bis 3 Monate, eine bildgebende Untersuchung, um den Therapieeffekt zu beurteilen. Da die Therapie ja über die Aktivierung des körpereigenen Immunsystems wirkt, kann es durchaus einige Monate dauern, bis der Effekt eintritt. Da die Immuntherapie ja über eine Aktivierung des körpereigenen Immunsystems wirkt, erklären sich hieraus auch die Nebenwirkungen, die eben durch eine Überreaktion des Immunsystems entstehen können. Das können Hautausschläge sein, die auftreten, Gelenkbeschwerden im Sinne von rheumatischen Beschwerden, Schilddrüsenveränderungen im Sinne einer Über- oder Unterfunktion, aber auch Durchfälle, Entzündungen der Lunge, der Leber oder der Nieren. Der Patient sollte sich immer, wenn eine Nebenwirkung eintritt oder Veränderungen seines Befindens eintreten, mit seinem behandelnden Onkologen besprechen, da dieser am besten entscheiden kann, ob eine Pausierung der Immuntherapie erfolgen muss oder auch eine Cortisontherapie eingeleitet werden sollte. Die Kontaktdaten finden die Patienten auf dem Notfallpass, der ihnen bei Beginn der Immuntherapie ausgehändigt wird, oder auf den Seiten von Sophia. Bei schweren Nebenwirkungen ist neben der Pausierung der Immuntherapie eine Cortisontherapie meist über mehrere Wochen nötig, um das überschießend reagierende Immunsystem wieder entsprechend zu beruhigen und ein Wiederauftreten der Immunreaktion zu verhindern.
Wichtig ist es, dass die Patienten unter der Therapie aktiv bleiben und sich auch ausgewogen ernähren. Sollten hier Probleme bestehen, können gerne Termine mit unseren Beratungsdiensten vereinbart werden. Ebenso, wenn Patienten seelische Probleme haben oder auch Sorgen sie belasten, kann gerne ein Termin mit unserem psycho-onkologischen Beratungsdienst vereinbart werden. Die Kontaktdaten hierfür finden die Patienten auch auf den Seiten von Sophia oder auf den Flyern des NCT.